Mein Thema heute: Nairobi im Aufwind. Wie der Umzug von 3 Headquarters der UNO den Immobilienmarkt transformiert und viele, viele Chancen eröffnet. Im Jahr 2026 wird Nairobi zu einem neuen globalen Zentrum der Vereinten Nationen. Diese verlegt die Hauptbüros von 3 wichtigen UN-Agenturen von New York in die kenianische Hauptstadt. Es handelt sich um UNICEF, um UN Women und UNFPA. Damit wird Nairobi zu einem internationalen, weltweiten Hotspot der UNO neben New York, Genf und Wien. Bisher befanden sich alle Hauptbüros im Westen. Die Verlegung nach Afrika zeigt, wie bedeutungsvoll die aktuellen Entwicklungen auf diesem Kontinent wahrgenommen werden. Das gilt besonders nach der Rede des UN-Generalsekretärs Guterres, dass er Ibrahim Traoré in Burkina Faso unterstützen will. Burkina Faso stellt für den ganzen Kontinent wichtige Weichen. Es zeigt mögliche Wege zu wahrer Souveränität auf. Die Entscheidung der UNO ist eine Win-Win-Strategie. Die Vereinten Nationen können ihre Kosten reduzieren, globale Nähe zu einer an Bedeutung gewinnenden Zielregion herstellen und eine effizientere Struktur schaffen. Für Kenia und insbesondere für Nairobi wird diese Entscheidung zum Katalysator tiefgreifender Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und im Infrastruktursektor. Der UN-Umzug ist mehr als ein symbolischer Schritt. Der neue UN-Campus befindet sich im Stadtbezirk Gigiri. Es ist eines der sichersten und grünsten Stadtteile Nairobis. Die Erweiterung soll Platz für bis zu 9000 Konferenzteilnehmer, 800 bis 1200 neue Mitarbeiter und eine Vielzahl von Dienstleistern schaffen. Damit entsteht ein diplomatisches Zentrum, das in seiner Ausstrahlung durchaus mit Wien, Genf und New York konkurrieren kann. Dieser geplante Zuzug verändert die geopolitische Relevanz Nairobis. Er wirkt sich schon jetzt direkt auf den lokalen Immobilienmarkt aus. Es bedarf des Wohnraums, Büros, Konferenzinfrastruktur und alle möglichen Immobilien für begleitende Dienstleistungsangebote wie internationale Schulen, medizinische Versorgung und Einzelhandel, die stark nachgefragt werden. Das betrifft vor allem den Norden Nairobis, die Stadtteile Gigiri, Runda, Ruaka, alle entlang neuer Verkehrsachsen. Wie sieht der Immobilienmarkt in Nairobi aus? Bereits jetzt steigen die Mietpreise in UN-nahen Zonen deutlich. Projekte wie Two Rivers Social City, wo ich selbst eine Zeit lang wohnte, oder Wohnanlagen entlang der Limuru Road und des Northern Bypass melden über 95% Belegungsquote. Das ist ein Wert, der sich in afrikanischen Metropolen selten findet. Parallel entstehen zahlreiche neue Großprojekte wie Diplomatenresidenzen, Service-Apartments bis hin zu flexiblen Büro- und Coworking-Flächen für Dienstleister. Diese Entwicklung betrifft nicht nur das Luxus- oder Expat-Segment. Auch der Bedarf an bezahlbaren, gut gelegenem Wohnraum für technische Fachkräfte, Start-up-Mitarbeiter und lokale Dienstleister wächst rapide. Und genau hier entsteht eine zweite Welle des Wachstums jenseits der Hochglanzprojekte. Als Beispiel nenne ich Tsavo,
mit niedrigen Quadratmeterpreisen und hohen Renditechancen. Ein Beispiel für dieses neue Segment, es gibt noch mehr, ist der Immobilienentwickler Zarvo, der sich auf sogenannte Affordable Amazing Apartments spezialisiert hat. Die Einstiegspreise liegen ab ca. 2,1 Millionen Kenia-Schilling, etwa 13.000 Euro, für Studios oder kleine Apartments. Zarvo bietet damit eine seltene Kombination aus niedrigem Kapitaleinsatz und attraktiver Mietrendite. Die Quadratmeterpreise liegen oft bei nur 500 bis 600 Euro. Das ist ein Bruchteil deutscher oder auch südafrikanischer oder senegalesischer Vergleichswerte. Gleichzeitig versprechen die Projekte je nach Lage und Zielgruppe Mietrenditen von 7 bis 9% jährlich. Der Wiederverkaufswert liegt laut Entwicklerangaben bis zu 35% über dem Einstiegspreis. Zarvo baut gezielt in urban wachsenden, gut angebundenen Bezirken wie Embakasi, Dagoretti oder Summistead. Das sind Zonen, die vom allgemeinen Boom profitieren, aber noch unter dem Preisniveau der UN-Diplomatenviertel liegen. Es lohnt sich, den Blick auch ins Umland zu richten. Über eine gut ausgebaute Straße ist Naivasha zu erreichen, zum Beispiel mit für Europäer günstigem Klima, aber auch gut gelegen als Erholungsziel für Nairobis Bewohner. Rings um Naivasha liegen die Blumenfarmen. Im Hells Gate National Park befindet sich ein großes Geothermiekraftwerk. Doch jetzt entsteht nahe bei Naivasha das größte Wildwasserspaßbad Kenias. Es soll größer werden als das in Mombasa. Der Investor ist die Pride Inn Hotelkette, die auch ein kleines Kinderspaßbad in Ukunda unterhält. Rund um das Hotel und das Bad entsteht ein großes neues Wohngebiet, interessant auch für Investoren. Die in der Nähe gelegene Stadt Nakuru ist momentan die drittgrößte Stadt Kenias und wird weiter wachsen. Das sind Chancen für Investoren. Frühzeitiger Einstieg, langfristige Stabilität. Die Märkte in Europa stagnieren. Dagegen bietet Nairobi potenziellen Investoren ein seltenes Gleichgewicht an. Hohe Nachfrage durch wachsende Bevölkerung und internationale Organisationen. Niedrige Einstiegspreise, attraktive Mietrenditen sowie langfristige Wachstumsversprechen durch geopolitische Aufwertung. Zugleich ist allerdings Vorsicht geboten. Währungsrisiken wie Abwertung des Kenia-Schilling, rechtliche Unsicherheiten, zum Beispiel Grundbuchfragen, und ein teilweise noch wenig entwickelter Zweitmarkt für Wiederverkauf erfordert eine strategische Herangehensweise. Doch wer langfristig denkt, kann Nairobi derzeit nicht ignorieren. Die Hauptstadt Kenias wird ein globaler Magnet. Der Immobilienmarkt, der Arbeitsmarkt, die Infrastruktur ziehen mit. Der UN-Umzug ist kein isoliertes Ereignis, sondern ein Zeichen für den langfristigen Bedeutungszuwachs Nairobis. Die Stadt positioniert sich als sicherer, wachsender Knotenpunkt für globale Politik. Gleichzeitig steht die Stadt für afrikanische Eigenständigkeit und digitale Transformation. Investitionen nicht nur in den kenianischen Immobilienmarkt gewinnen durch diesen geopolitischen Impuls an Substanz. Ebenfalls dürfen Investitionen in innovative Start-ups oder Infrastrukturprojekte zukünftig interessanter werden.
Wer heute einsteigt, positioniert sich an der Schwelle zu einem neuen afrikanischen Kapitel. Nairobi wird ein pulsierendes Zentrum sein. Der Sitz der Afrikanischen Union in Addis Abeba ist faktisch nebenan. Beide Städte sind sehr gut per Direktflüge miteinander verbunden. Doch nicht nur das. Heute schon wird Nairobi oft als Silicon Savannah bezeichnet. Ein Vergleich mit dem Silicon Valley in Kalifornien. Dieser Begriff soll die wachsende Tech-Szene und die Innovationskraft von Nairobi und Kenia im Allgemeinen hervorheben. Kenianische junge Ingenieure entwickeln schon heute Zukunftsprojekte, die allerdings im Westen unbenannt bleiben. Heute ist es noch so, dass dann finanzkräftige Investoren zumeist aus den USA kommen, die Patente kaufen und dann im Westen produzieren, ohne irgendeinen Hinweis auf die Ursprünge in Kenia. Der Begriff Silicon Savannah wurde von Eric Osiakuan geprägt. Er ist ein bekannter Technologieunternehmer und Investor. Eric Osiakuan wollte Parallelen zwischen der aufstrebenden Technologieszene Kenias und dem Silicon Valley ziehen, so berichtete African HR. Nairobi als Zentrum dieser Entwicklung beherbergt zahlreiche Start-ups, Tech-Inkubatoren und eine junge, technologieaffine Bevölkerung. Die Stadt profitiert von guter Internetanbindung, hoher mobiler Nutzung und einer unterstützenden Regierungspolitik, die Innovation und Tech-Wachstum fördert. Für junge kenianische Ärzte und Krankenschwestern, die ansonsten nach dem Ausland streben, bietet diese Entwicklung ebenfalls gute Karrierechancen. Erste Expats kehren bereits zurück. Abschließend für Auslandsinvestitionen in Grundstücke, Häuser und Wohnungen. Hier in Kenia erfolgt der Verkauf von Wohnungen üblicherweise als Leasing. Das Gesetz sagt klar, dass ein Verkauf statt Leasing an Ausländer nicht gestattet ist. Dieses Gesetz wurde lange Zeit ignoriert und umgangen. Es wird jetzt streng durchgesetzt. Ein Schlupfloch ist geblieben, für den Moment. Doch Leasing hört sich doch auch gut an, oder? Es steht eine deutsch geführte Limited zur Verfügung für Vorortsuche, für die Bauüberwachung. Sie verfügt über gut ausgesuchte, zuverlässige Handwerker, einen zuverlässigen Rechtsanwalt und zur Kaufabwicklung, wenn gewünscht, dann auch die Kontrolle der Zahlungsweise und der Eigentumsübertragung, da leider Korruption und Betrug vorkommen. Ich danke recht herzlich fürs Zuhören. Vielleicht gab es ja durch mein Reden Inputs auch für euch. Ich denke, es ist interessant, nicht nur für Menschen, die in Kenia schon leben, sondern auch für zum Beispiel Europäer, die überlegen, nach Kenia auszuwandern. Denn gerade für jüngere Leute steht ja immer wieder die Frage, ja, wenn ich kein Vermögen habe, wovon lebe ich dann in Kenia? Und ich denke, dieser Vortrag ist eine Anregung zu erkennen, dass es auch gute Arbeitsmöglichkeiten in Kenia gibt. Man muss sie finden. Danke fürs Zuhören und Zusehen. Wenn es euch gefallen hat und ihr weitere solche Analysen haben möchtet, dann bitte kommentiert und folgt mir im Kanal. Danke und tschüss.